dieses Gepiepse, das macht mich irre. Wie man das mit nur einem Klick sofort deaktivieren kann und noch viele weitere Tipps, das seht ihr in diesem Video. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Ich bin der Markus und ich zeige euch heute mal so ein paar versteckte Tricks, die man beim Fiat Ducato, bei dem neuen Fiat Ducato anwenden kann, damit einem das Fahren noch ein bisschen mehr Spaß macht. Und zeige ich so ein paar geheime Funktionen. Geheim sind sie gar nicht, aber irgendwie, ich habe zumindest nicht dran gedacht. Und wenn ich nur das eine oder andere finde, was dir daran gefallen könnte, dann hat es sich ja schon wieder rentiert. Halt auch Stift und Zettel bereit oder hau in die Tasten, wenn dir dann noch weitere Sachen einfallen. Aber wir legen jetzt erstmal los mit dem ersten Punkt. Viel Spaß bei diesem Video. Starten wir mit dem Abblendlicht und ihr kennt es vielleicht, die Witterungsverhältnisse sind schlecht oder es dämmert und die Automatik des Lichtes schaltet nicht direkt ein, so wie man das hier rechts sieht. Das kann man aber einstellen und wie, das zeige ich euch. Die Empfindlichkeit des Lichtsensors, die lässt sich nämlich einstellen. Ganz einfach hier im Display auf Fahrzeug gehen. Danach siehst du hier bei den Einstellungen die Einstellungen fürs Licht. Und jetzt hast du gleich im obersten Punkt die Empfindlichkeit der Scheinwerfersensoren und da kannst du auf 3 gehen und dann sind sie sehr empfindlich oder du gehst auf 1, dann sind sie weniger empfindlich. Sehr gut finde ich auch die Follow-Me-Light-Funktion. Das bedeutet, du kommst, wenn es dunkel ist, an einem Zielort an und bist an so einem Ort wie hier in so einem Containerhof oder natürlich auch zu Hause und möchtest das Licht bis zur Haustür haben. Dann kannst du einfach die Zündung ausmachen, betätigst hier einmal das Fernlicht und hast damit automatisch 30 Sekunden Licht. Ist dir das zu kurz? Dann betätigst du einfach nochmal das Fernlicht und pro Tippen aufs Fernlicht hast du nochmal 30 Sekunden on top. Und das Ganze bis zu 210 Sekunden lang. Ein Thema ist die Sprachsteuerung. Ich selber muss mich immer wieder dazu ermahnen, ich verwende sie viel zu wenig, obwohl sie hier wirklich tadellos funktioniert. Das Ganze geht zum Beispiel, wenn du exakt deine Temperatur einstellen möchtest. Schalte die Temperatur auf 19 Grad. Ich habe die Temperatur auf 19 Grad eingestellt. Oder das Thema Navigation, das zeige ich euch mal. Navigiere mich zum Hofbräuhaus in München. Hofbräuhaus. Das ist alles, was ich finden konnte. Welchen Ort möchten Sie auswählen? Nummer 2. Hofbräuhaus, Neunplatzel, München. Möchten Sie diesen auswählen? Ja. Alles klar. Vorbereiten. Navigation wurde gestartet. Also ihr seht, wie einfach das funktioniert und ich ertappe mich mittlerweile immer öfter dabei, dass ich die hier integrierte Navigation benutze, die übrigens von TomTom kommt, denn die funktioniert hervorragend. Ich habe hier Live-Traffic-Daten, ich sehe sogar die Spritpreise etc. Ich habe eine 3D-Ansicht, also ich greife gar nicht mehr so oft auf Google Maps, Karten, auf ADAC Drive und so weiter zurück, obwohl ich da gerade eigentlich ein Video vorbereite, weil ich das alles gegeneinander mal ein bisschen, im Wettkampf sehen möchte. Und wenn dich das interessiert, dann schreib das auch nochmal unten in die Kommentare, denn dann gebe ich mit dem Video auch nochmal mehr Gas. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass mein Homescreen auf mich individualisiert ist und das kannst du ganz einfach selber machen. Du kannst dir hier deine Widgets anlegen, wie du sie haben möchtest. Ich habe hier zum Beispiel als erstes die Navigation, dann habe ich Kurzbefehle, danach komme ich in meine Temperatur- und Klimazonen-Einstellungen etc. Und wie das funktioniert, ist denkbar einfach. Du kannst einmal die Widgets bearbeiten, indem du einfach hier oben drauf gehst und kannst dann die Widgets auswählen, die du entsprechend an dieser Stelle haben möchtest. Oder wenn du sagst, du willst jetzt diese Kurzwahlbefehle zum Beispiel ändern, dann klickst du einfach hier drauf und kannst dann die Symbole entsprechend entfernen. Bei Alexa habe ich beispielsweise nicht. Ich habe Apple CarPlay. Das wird dir aber automatisch dann hier unten angezeigt. Sollte ich mit dem Handy jetzt verbunden sein, aber ich träge mit dem Handy, deswegen habe ich das nicht. Und dann kannst du aber auch sämtliche andere Sachen mit aufnehmen. Zum Beispiel aus deiner Navigation, Medien, von der Steuerung oder entsprechende Apps, die du einfach haben möchtest. Ich nehme jetzt einfach mal das Software-Update. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Das wird gespeichert und schon habe ich einen direkten Zugriff auf meine Rückfahrkamera beispielsweise. Oder ich kann sofort auf den Radio umstalten. Ich kann auf die Steuerung gehen, meine Software-Updates oder ich kann mir sofort die Navigation zu meinem Heimatort anzeigen. Und du kannst dir nicht nur dein Hauptdisplay entsprechend selber persönlich individuell einrichten, sondern das Ganze auch vorne hier. Und das ist auch wieder ganz einfach. Du gehst auf die Display-Einstellung, kannst dann zum Beispiel sagen, hier unten links habe ich die Temperatur eingestellt. Und das willst du jetzt einfach mal ändern. Und dann kannst du sagen, was willst du denn da haben? Die Uhrzeit, das Datum, den Kompass, je nachdem. Und dann kannst du das entsprechend auswählen und dann ist die Einstellung gespeichert.
Und jetzt kommt wahrscheinlich der wichtigste Tipp in diesem ganzen Video. Zumindest ging es mir so, denn ich bin 10.000 Kilometer gefahren und habe es jetzt erst geschnallt, wie es funktioniert. Und eines noch vorweg, ich liebe die EU. Ich mag das wirklich, dass wir alle zusammen irgendwas machen wollen. Aber es gibt so ein, zwei Bestimmungen von der EU, die finde ich richtig schwierig. Zum Beispiel, dass du mit dem Fahrzeug fährst, 2 km/h über die vorgeschriebene Geschwindigkeit fährst und dann muss das Fahrzeug piepsen. Es muss piepsen bei 2 km/h drüber. Hey Leute, und das macht mich wahnsinnig. Aber du musst dich da nicht durchs Menü durchnavigieren. Du kannst das einfach mit einem Knopf abschalten und das geht super einfach. Du gehst hier auf der linken Seite, wenn du im Assistenzsystem bist, auf OK und zwar für 1, 2, 3 Sekunden und dann ist das deaktiviert. 10.000 Kilometer habe ich gebraucht. Ja, und dann habe ich noch einen Schmankerl für euch und zwar die Fiat-App. Die habe ich mir mal genauer angeschaut. Ich habe sie drauf installiert. Ich habe natürlich einmal mein Auto mit der App verbunden und dann hast du da eine ganz gute Übersicht. Du siehst einmal den ganzen Status des Fahrzeugs, wie viele Kilometer kannst du noch fahren, beziehungsweise wie viel Kraftstoff ist noch im Fahrzeug. Du siehst gewisse Alarme und du kannst dir einen Status ausgeben. Du siehst zum einen, ist der Motor an oder aus und in meinem Fall sehe ich, oh, die Türen, die sind noch entriegelt. Also gehe ich zurück und möchte sie verriegeln und kann dann einfach hier drauf tippen. Dann wird nochmal die Sicherheit abgefragt und geguckt, ob ich wirklich der bin, der dafür zuständig ist, dass dieses Fahrzeug auf und zugehen kann. Und dann, habt ihr das gerade gesehen, wird das Auto per Ferne zugesperrt. Und das kann oft sehr, sehr praktisch sein. Und darüber hinaus sehe ich sogar, wo mein Fahrzeug sich gerade befindet und kann auch gewisse Alarme festlegen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich das Fahrzeug nur in einem gewissen Bereich haben möchte. Und wenn dieses Fahrzeug diesen Bereich verlässt, dann werde ich sofort informiert und die App gibt mir eine Benachrichtigung. Das Ganze geht bei Geschwindigkeiten und vielem, vielem mehr. Also schaut euch diese App ruhig auch noch mal genauer an. Das waren also jetzt meine wichtigsten Tipps und Tricks rund um das Fahren mit dem Fiat Ducato. Ich hoffe, da war das ein oder andere dabei, wo ihr gesagt habt, oh ja stimmt, da könnte ich auch mal wieder dran denken, da stelle ich bei mir auch noch mal entsprechend ein. Und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, welche Tipps und Tricks hast du noch auf Lager, die uns das Leben hier im Fiat Ducato deutlich vereinfachen würden. Dann schreibt die sehr, sehr gerne unten in die Kommentare und ihr wisst Bescheid, lasst super gerne einen Daumen nach oben da, boostet und hypt und macht und tut bei diesem Video. Das hilft nämlich mir extrem und das würde mich natürlich wahnsinnig freuen und motiviert mich dann auch weiter, solche Videos zu drehen. In diesem Sinne herzlichen Dank schon mal vorab an dich. Und wenn du total wild bist, kannst du den Kanal auch sehr gerne abonnieren, denn hier kommen ständig Videos rund um das Thema Camping, Fahrzeuge und alles, was dazugehört. Und jetzt wünsche ich euch, egal mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid und egal mit welchen Tricks ihr in diesem Fahrzeug fahrt, ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.